Moin zusammen, hallo. Ja, heute werden wir uns mal mit der Airbrush ein bisschen beschäftigen. Ich habe auch einen Airbrush Thinner. Als erstes werden wir die Farben zusammenmischen. Hier steht drauf, auf 10 Tropfen Farbe bis 2 Tropfen Thinner. Sage ich euch gleich, das funktioniert nicht bei allen Farben gleich. Der Thinner ist von Vallejo. Die Farben hier eigentlich auch, aber ich glaube, das sind ältere Farben. Die sind auf jeden Fall sehr dickflüssig, deswegen muss ich da ein bisschen mehr Thinner reinmachen. Gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe hier ein Schälchen, ich möchte das gerne da drin anmixen. Und ihr werdet gleich sehen, dass mein dunkles Braun echt dickflüssig ist, weil mit Tropfen kann man da gar nichts mehr reißen. Aber wie gesagt, sind halt auch, glaube ich, ältere. Das Design sagt mir, dass es ein bisschen länger irgendwo gelegen hat. So. Jetzt brauche ich noch irgendwas zum Umrühren. Ich nehme da einfach einen alten Pinsel, glaube ich. So. Dann packen wir jetzt einfach mal ein bisschen Thinner da rein. Das soll am Ende eine milchige Flüssigkeit ergeben. Also von der Konsistenz milchig, nicht von der Farbe. Ich habe leider nicht aufgepasst, dieses blöde Pöttchen hat unten solche, ich weiß nicht, so Pinüppel irgendwie. Deswegen ist das gerade ein bisschen doof, das umzurühren, aber gut. Aber milchig wird es halt gerade gar nicht. Also von der Konsistenz irgendwie gefühlt. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was bei. Oder? Ja, ein bisschen tue ich da noch bei. Im schlimmsten Fall deckt es halt nicht vernünftig und macht Flecken mit der Airbrush. Aber ja, ich habe mich dazu entschieden, einen 3D-Druck, also einen von meinen ersten 3D-Drucken für meine Blood Bowl Stadion, einfach mal da rum zu experimentieren mit der Airbrush. Den habe ich nämlich noch mit dem Filamentdrucker gedruckt, nicht mit dem Resindrucker. Und von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich da irgendwas versaue. Da kann man dann zur Not auch nochmal drüber gehen. Mit ein bisschen Farbe und Pinsel und dann geht das. So, jetzt haben wir ungefähr eine milchige Konsistenz. Ich mische das jetzt nochmal mit meinem tollen Mischgerät hier. Ist übrigens nicht dieses super teure, das ist einfach eins, das kriegt ihr bei Amazon auch für 2, 3 Euro, genau. Für 20, 30 Euro wollte ich sagen. Und es tut seinen Zweck. Also es muss jetzt nicht immer das teuerste sein. Mal gucken, wie lange es hält. Ja, das sieht doch fast schon aus wie eine milchige Substanz. Ah, ein bisschen zähflüssig ist es aber immer noch, glaube ich. Na gut, probieren wir es aus. Ich habe das jetzt in die kleine silberne Box umgefüllt. Weil die große Box, also diese großes Mischverhältnis, was ich da hatte, Mischgefäß, was ich hatte, wollte ich dafür nicht nehmen und deswegen packe ich das jetzt in diese kleine Metallbox. Die sind auch recht gut verschlossen. Die sind aus einer Apotheke. Einziger Nachteil ist, es kommt halt nicht alles raus, wie ich gerade feststelle. Aber gut. Sammelt sich garantiert noch ein bisschen, wenn man es ein bisschen schräg macht. So, und jetzt kommt der erste Versuch mit meiner Airbrush, Leute. Das ist übrigens die günstige, die bei meinem Kompressor dabei war. In den Kommentaren habe ich schon gehört, Harder in Steel oder Harder in Steam. Steht auf meiner Wunschliste. Steht auf meiner Wunschliste, weil ihr merkt schon, ich habe jetzt schon Probleme. Ich habe nichts daran eingestellt oder umgestellt. Eigentlich sollte das so funktionieren, aber es will nicht. Ja, jetzt wackelt der Tisch, weil ich normalerweise den Kompressor auf dem Tisch stehen habe. Dafür entschuldige ich mich. Im nächsten Video wird er auf dem Boden stehen, dann wackelt auch nicht mehr der Tisch so. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Ja, ich muss jetzt hier erstmal gucken, woran das liegt. Ich schraube jetzt da hinten mal auf und gucke mal, ob die Nadel und alles beweglich ist. Weil kann ja sein, dass das da irgendwie, weiß ich nicht, doch ein Rückläufer war, den ich gekriegt habe.
So. Schrauben wir das Moped wieder drauf. Und probieren es nochmal. Ah, ja, da kommt doch schon was, seht ihr. Ja, war wahrscheinlich ein bisschen zu fest hinten gezogen. Ja. Ich habe noch nie mit einer Airbrush gearbeitet. Ich will das jetzt auch eigentlich nur grundieren. Einfach nur braun grundieren. Dafür ist das schon mal super, finde ich. Wenn man länger damit arbeitet, sollte man allerdings auch eine Lüftung haben. Die steht bei mir auch. Ich habe hier einfach keinen Platz. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass ich die Lüftung auch mit der Kamera, also dass ich alles so aufgebaut kriege, dass man das halt dann sieht. Aber wie gesagt, fürs erste Mal sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Wie ihr seht, geht das relativ zügig. Ich glaube, für das ganze Teil habe ich gebraucht. Ja, ich habe halt ein bisschen rumprobiert und ja, mal näher ran und mal weiter weg, um zu gucken, wie das so ist. Und dann habe ich hier unten noch versucht, irgendwie schon mal das grün da unten war, vom grünen Spray, ein bisschen rum zu experimentieren, ob ich da so einen Übergang hinkriege, dass das so aussieht, als wäre das Moos. Boah, fürs erste Mal war ich da ganz zufrieden mit. Jetzt mache ich noch ein paar Stellen, die auf dem Gras Erdflecken sein sollen. Und ja, jetzt habe ich das schön leer geschossen, das Gefäß von der Airbrush. Und ja, das war mein erster Airbrush-Versuch. Danke an alle Abonnenten, seht ihr wie immer rechts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.